Ein Ausflug mit dem Fahrrad. Hallo, mein Name ist Tom. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in Leipzig. Heute ist ein schöner, sonniger Tag und ich habe frei. Ich habe beschlossen, einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen. Ich liebe die frische Luft und die Bewegung. Und ich freue mich darauf, neue Wege zu entdecken. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein belegtes Brot mit Käse und trinke eine Tasse Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an, ein T-Shirt, eine Sporthose und meine Fahrradschuhe. Ich überprüfe mein Fahrrad und fülle die Wasserflasche in meine kleine Radtasche. In der Tasche habe ich auch mein Handy, mein Portemonnaie und ein kleines Notizbuch. Ich verlasse mein Haus und fahre zu meinem Lieblingspark, der etwas außerhalb der Stadt liegt. Auf dem Weg dorthin fahre ich langsam und genieße die frische Morgenluft. Die Straße ist ruhig und ich sehe viele grüne Felder und Bäume. Ich höre leise Vogelstimmen und fühle mich frei. Als ich im Park ankomme, parke ich mein Fahrrad an einem sicheren Ort. Der Park ist groß und schön. Viele Menschen spazieren, joggen oder sitzen auf Bänken und lesen. Ich entscheide mich, eine Runde auf den kleinen Wegen im Park zu drehen. Dabei sehe ich bunte Blumen, kleine Teiche und schattige Plätze. Ich mache ein paar Fotos mit meinem Handy und schreibe in mein Notizbuch. Die Natur macht mich glücklich. Nach einer Weile steige ich wieder auf mein Fahrrad und fahre weiter. Ich nehme den kleinen Weg, der aus dem Park führt und ins Umland geht. Die Straße ist nun weniger befahren und ich kann die Landschaft in vollen Zügen genießen. Ich sehe Felder mit reifen Getreideähren, kleine Bauernhöfe und vereinzelte Kühe auf der Weide. Der Wind weht leicht und die Sonne wärmt mein Gesicht. Unterwegs treffe ich auf einen anderen Fahrradfahrer, der ebenfalls einen Ausflug macht. Er lächelt und sagt: „Guten Morgen." Ich antworte freundlich: „Guten Morgen, viel Spaß beim Fahren." Wir unterhalten uns kurz über den schönen Tag und fahren dann in verschiedene Richtungen weiter. Nach etwa einer Stunde komme ich an einem kleinen Dorf an. Die alten Häuser und engen Gassen gefallen mir sehr. Ich halte an einem kleinen Café, das am Dorfplatz liegt, und beschließe, eine kurze Pause zu machen. Ich setze mich draußen auf einen der Tische, bestelle einen Eiskaffee und esse ein Stück Kuchen. Während ich esse, beobachte ich die Dorfbewohner, die gemütlich ihren Alltag leben. Es ist ruhig und friedlich. Nach der Pause steige ich wieder auf mein Fahrrad und fahre weiter in die hügelige Umgebung. Der Weg wird etwas steiler, aber ich mag die Herausforderung. Auf dem Weg höre ich das leise Rauschen eines Baches und ich sehe, wie die Landschaft sich verändert. Es gibt kleine Wälder und bunte Wiesen. Ich halte kurz an, um den Bach zu überqueren, und mache ein Foto von den funkelnden Wasserläufen. Bald erreiche ich einen Aussichtspunkt auf einem kleinen Hügel. Von hier oben habe ich einen weiten Blick über die umliegenden Felder und Wälder. Ich parke mein Fahrrad und setze mich auf eine Bank. Ich trinke etwas Wasser aus meiner Flasche und genieße den herrlichen Ausblick. In meinem Notizbuch schreibe ich: Die Welt ist so schön von hier oben. Ich bleibe einige Minuten sitzen und lasse die Ruhe auf mich wirken. Danach beschließe ich, den Rückweg anzutreten. Ich fahre langsam zurück und genieße nochmals jeden Moment der schönen Landschaft. Auf dem Weg zurück durchquere ich noch einen kleinen Wald. Die Bäume spenden angenehmen Schatten und es ist etwas kühler. Ich höre das Rascheln der Blätter und fühle mich entspannt und glücklich. Wieder in der Nähe meines Hauses komme ich an einer kleinen Bäckerei vorbei. Dort kaufe ich ein frisches Brötchen und ein Stück Kuchen, um den Tag genüsslich ausklingen zu lassen. Mit meinem Fahrrad fahre ich den letzten Abschnitt nach Hause, während die Abendsonne den Himmel in warmen Farben leuchten lässt. Zu Hause angekommen, parke ich mein Fahrrad und hänge meine nassen Kleidung zum Trocknen auf. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und schaue mir die Fotos an, die ich heute gemacht habe. In mein Tagebuch schreibe ich: Heute war ein wunderbarer Tag mit dem Fahrrad. Ich bin durch den Park, über Felder und durch kleine Dörfer gefahren. Ich habe die Natur genossen, neue Wege entdeckt und mich sehr frei gefühlt. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Ausflug.
Mit diesen schönen Erinnerungen und einem zufriedenen Lächeln gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, denke ich noch einmal an den warmen Sonnenschein, die kühle Brise und die ruhige Natur. Ich träume von weiteren Radtouren und neuen Abenteuern. Gute Nacht, liebes Fahrrad. Bis zum nächsten Ausflug. Ein Tag im Einkaufszentrum. Hallo, mein Name ist Anna. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Nürnberg. Heute habe ich frei und möchte einen Tag im Einkaufszentrum verbringen. Ich liebe es, neue Sachen zu entdecken, zu shoppen und mit Freunden Zeit zu verbringen. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein belegtes Brot mit Käse und trinke einen Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an. Ein T-Shirt, eine Jeans und meine bequemen Sneaker. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie, eine Wasserflasche und einen kleinen Notizblock, um mir Dinge aufzuschreiben. Ich fahre mit dem Bus zum Einkaufszentrum. Die Busfahrt dauert etwa 15 Minuten. Im Bus höre ich leise Musik und schaue aus dem Fenster. Ich sehe viele grüne Felder und bunte Häuser. Ich freue mich auf den Tag, denn das Einkaufszentrum ist groß und modern. An der Haltestelle steige ich aus und laufe zum Eingang des Einkaufszentrums. Vor mir steht ein großes, helles Gebäude mit vielen Geschäften, Cafés und Restaurants. Am Eingang gibt es Informationsschalter und bunte Schilder, die auf Sonderangebote hinweisen. Zuerst gehe ich in ein Modegeschäft. In diesem Geschäft gibt es viele Kleider, Hosen und T-Shirts. Ich probiere einige Kleidungsstücke an. Ein schönes blaues T-Shirt passt mir gut und ich kaufe es. Ich freue mich, weil ich etwas Neues gefunden habe, das zu meinem Stil passt. Danach gehe ich weiter in ein Schuhgeschäft. Hier gibt es viele verschiedene Schuhe. Ich suche nach bequemen Sneakern, die ich im Alltag tragen kann. Ich probiere ein paar weiße Sneaker an, die sehr bequem sind. Der Verkäufer hilft mir, die richtige Größe zu finden. Ich kaufe die Schuhe und lächle, weil ich ein gutes Angebot bekommen habe. Nachdem ich Kleidung und Schuhe gekauft habe, gehe ich in einen Buchladen. Ich liebe Bücher und lese gerne in meiner Freizeit. Im Buchladen finde ich Romane, Ratgeber und Reiseführer. Ich blättere in einem spannenden Roman und entscheide mich, ihn zu kaufen. Es ist schön, in Ruhe zwischen den Büchern zu stöbern. Jetzt habe ich Hunger. Ich gehe in das Einkaufszentrum zu einem kleinen Café. Dort bestelle ich einen frischen Salat und einen Smoothie. Ich setze mich an einen Tisch am Fenster. Während ich esse, schaue ich mir die Leute an, die vorbeigehen. Die Atmosphäre im Café ist ruhig und freundlich. Ich genieße mein Essen und schreibe ein paar Notizen in meinen Notizblock. Gutes Essen, nette Menschen. Nach der Pause gehe ich weiter. Im Einkaufszentrum gibt es auch einen Elektronikmarkt. Ich interessiere mich für neue Kopfhörer. Im Elektronikmarkt sehe ich viele Modelle. Ein Verkäufer erklärt mir, dass diese Kopfhörer sehr beliebt und gut für Musik sind. Ich probiere sie aus und höre mir ein Musikstück an. Die Kopfhörer klingen klar und laut. Ich kaufe ein paar, weil sie mir sehr gut gefallen. Anschließend schlendere ich durch die langen Gänge des Einkaufszentrums. Ich entdecke viele kleine Geschäfte mit Schmuck, Accessoires und Kosmetik. Ein hübscher Schmuckladen fällt mir auf. In dem Laden sehe ich schöne Armbänder und Ohrringe. Ich bleibe einen Moment stehen, um die Schaufenster zu betrachten. Ich kaufe ein kleines Armband als Erinnerung an diesen Tag. Im Einkaufszentrum gibt es auch einen Spielzeugladen. Ich schaue kurz hinein, obwohl ich selbst nicht mehr spiele, weil ich mich an meine Kindheit erinnere. Die bunten Spielsachen und Puppen machen mich fröhlich und ich lächle. Ich nehme ein kleines Notizbuch mit, in dem ich meine Lieblingsmomente festhalte. Später treffe ich mich mit meiner Freundin Lisa. Wir haben uns verabredet, um zusammen durch das Einkaufszentrum zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Lisa ist 24 Jahre alt und trägt ein schönes Kleid. Wir treffen uns in der Nähe eines großen Brunnenbereichs im Einkaufszentrum.
Dort sitzen viele Leute und entspannen sich. Lisa sagt: Ich freue mich, dich zu sehen, Anna. Wir umarmen uns und setzen uns an einen Tisch in einem gemütlichen Café. Während wir Kaffee trinken, unterhalten wir uns über unsere Einkäufe und unsere Pläne. Lisa erzählt, dass sie in einem neuen Geschäft schöne Schuhe gefunden hat. Ich erzähle ihr von dem blauen T-Shirt, das ich gekauft habe, und von den klar klingenden Kopfhörern. Wir lachen und genießen die gemeinsame Zeit. Es ist schön, sich auszutauschen und zusammen zu sein. Nach dem Kaffee gehen Lisa und ich noch einmal durch das Einkaufszentrum. Wir besuchen ein Geschäft für Haushaltswaren. Ich brauche neue Tassen und einen kleinen Topf für Kräuter. In diesem Geschäft gibt es viele bunte und nützliche Dinge. Ich kaufe 2 schöne Tassen und einen kleinen Topf. Lisa kauft auch etwas für ihre Wohnung und wir verabreden uns, die neuen Dinge zu Hause zu zeigen. Als der Nachmittag langsam zu Ende geht, beschließen wir, noch einen kleinen Spaziergang draußen zu machen. Vor dem Einkaufszentrum gibt es einen kleinen Park mit Bänken und Grünflächen. Wir setzen uns für ein paar Minuten auf eine Bank und unterhalten uns weiter. Die Sonne beginnt langsam zu sinken und die Lichter des Einkaufszentrums leuchten warm. Wir machen noch ein paar Fotos von dem schönen Abend. Schließlich verabschiede ich mich von Lisa. Ich gehe zur Bushaltestelle und steige in den Bus, der mich nach Hause bringt. Während der Busfahrt schaue ich noch einmal aus dem Fenster und denke an den schönen Tag. Ich fühle mich glücklich und zufrieden, weil ich viele neue Dinge gekauft und schöne Zeit mit meiner Freundin verbracht habe. Zu Hause angekommen, räume ich meine Einkäufe ein. Ich stelle die neuen Tassen in die Küche, hänge das Armband an meinen Schmuckständer und lege das Buch in mein Regal. Später setze ich mich an meinen Schreibtisch und schaue mir die Fotos an, die ich gemacht habe. Mit einem zufriedenen Lächeln schreibe ich in mein Tagebuch: Heute war ein wunderbarer Tag im Einkaufszentrum. Ich habe viele schöne Sachen gekauft, nette Gespräche geführt und mit Lisa einen tollen Nachmittag verbracht. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Shoppingtag. Mit diesen schönen Erinnerungen und einem warmen Gefühl im Herzen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich noch einmal in Gedanken das leise Summen des Einkaufszentrums und träume von weiteren tollen Entdeckungen. Gute Nacht, liebes Einkaufszentrum, bis bald. Ein Ausflug mit dem Zug. Hallo, mein Name ist Michael. Ich bin 25 Jahre alt und wohne in Hannover. Heute habe ich frei und möchte einen Ausflug mit dem Zug machen. Ich liebe es, mit dem Zug zu reisen, weil ich die Landschaft gerne anschaue und die ruhige Atmosphäre genieße. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein belegtes Brot mit Käse und trinke eine Tasse Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an. Ein T-Shirt, eine lockere Hose und meine Sportschuhe. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie, eine Wasserflasche, ein Buch und mein kleines Notizbuch. Ich möchte unterwegs lesen und mir schöne Erinnerungen aufschreiben. Ich gehe zur nahegelegenen Bahnhofshaltestelle und steige in den Bus, der mich zum Hauptbahnhof bringt. Die Busfahrt dauert etwa 10 Minuten. Im Bus höre ich leise Musik und schaue aus dem Fenster. Ich sehe grüne Felder, kleine Dörfer und bunte Häuser. Die Fahrt macht mich ruhig und ich freue mich auf die bevorstehende Zugreise. Am Hauptbahnhof angekommen, kaufe ich mein Zugticket an einem Automaten. Das Ticket kostet 12 Euro. Ich überprüfe, dass mein Ticket gültig ist und gehe dann zum Bahnsteig. Viele Menschen warten schon auf ihren Zug. Die Atmosphäre ist lebhaft, aber freundlich. Ich finde einen freien Platz auf einer Bank und warte, bis der Zug ankommt. Nach ein paar Minuten fährt der Zug ein. Es handelt sich um einen Regionalzug, der in eine schöne ländliche Region fährt. Ich steige ein und suche mir einen Platz am Fenster. Im Zug sitzen viele Reisende. Einige lesen, andere unterhalten sich leise. Ich lehne mich zurück, schaue aus dem Fenster und genieße die vorbeiziehende Landschaft. Der Zug fährt langsam durch die grüne Umgebung.
Ich sehe weite Felder, Wälder und kleine Dörfer, die in der Ferne liegen. Die Sonne glitzert auf den Feldern und ich mache ab und zu ein Foto mit meinem Handy. Ich schreibe auch in mein Notizbuch. Die Natur ist so schön. Die Felder, die Bäume und die kleinen Häuser machen mich glücklich. Unterwegs gibt es eine kurze Durchsage, dass der Zug in etwa 30 Minuten an einer Station namens Lindau anhalten wird. Ich freue mich, weil ich Lindau noch nie besucht habe. Die Stadt liegt an einem großen See und ist berühmt für ihre schöne Altstadt. Ich kann es kaum erwarten, dort auszusteigen und die Stadt zu erkunden. Während der Fahrt lese ich in meinem Buch ein spannendes Kapitel. Die Zeit vergeht schnell. Ich unterhalte mich auch ein wenig mit einem netten älteren Herrn, der neben mir sitzt. Er erzählt mir, dass er oft mit dem Zug verreist und immer neue Orte entdeckt. Wir lachen zusammen und tauschen ein paar Tipps über schöne Reiseziele aus. Endlich kommt der Zug in Lindau an. Ich steige aus und betrete den Bahnhof. Der Bahnhof von Lindau ist klein, aber charmant. Draußen ist es sonnig und angenehm warm. Ich nehme meine Tasche und gehe zum Ausgang. Vor dem Bahnhof sehe ich schon den Blick auf den See und die alten Gebäude der Stadt. Mein Herz freut sich über die schöne Aussicht. Ich beginne meinen Spaziergang durch die Altstadt von Lindau. Die engen Gassen sind gepflastert und die Gebäude haben alte, bunte Fassaden. Überall hängen Blumenkästen und an einigen Türen stehen kunstvolle Schnitzereien. Ich bleibe stehen, um die Details zu bewundern und mache viele Fotos. In meinem Notizbuch schreibe ich: Lindau ist wie ein kleines Märchen. So viele schöne Details und eine freundliche Atmosphäre. Ich gehe weiter und erreiche einen schönen Marktplatz. Dort stehen einige Stände mit frischem Obst, Gemüse und Blumen. Ein freundlicher Verkäufer bietet mir eine Kostprobe von saftigen Äpfeln an. Ich probiere ein Stück und sage: Das ist wirklich lecker. Ich kaufe ein paar Äpfel und einige frische Blumen, um sie als Erinnerung mitzunehmen. Nach dem Marktplatz besuche ich ein kleines Café, das in einer Seitenstraße liegt. Ich setze mich draußen an einen Tisch, bestelle einen Eiskaffee und ein Stück Kuchen. Während ich esse, beobachte ich die Menschen, die an mir vorbeigehen, und genieße die entspannte Stimmung der Stadt. Ich unterhalte mich kurz mit der Kellnerin, die mir erzählt, dass Lindau im Sommer viele Besucher anzieht. Ihre freundliche Art macht mich glücklich. Nach der Pause entscheide ich mich, den See zu besuchen. Ich gehe zum Hafen, wo bunte Boote vor Anker liegen. Am Ufer steht eine kleine Promenade. Ich laufe langsam entlang des Wassers, höre das sanfte Plätschern der Wellen und schaue den Booten zu. Es ist ein friedlicher Moment, und ich mache ein paar Fotos vom glitzernden Wasser und den umliegenden Bergen. Ich setze mich auf eine Bank und genieße den Ausblick. In meinem Notizbuch schreibe ich: Der See ist ruhig und wunderschön. Die Berge in der Ferne geben der Landschaft eine besondere Note. Ich verbringe etwa 30 Minuten dort, lese ein paar Zeilen in meinem Buch und lasse die Seele baumeln. Später beschließe ich, noch ein wenig in der Stadt zu spazieren. Ich gehe durch einige der kleinen Gassen, entdecke hübsche Boutiquen und kleine Kunstgalerien. An einem dieser Orte bleibe ich stehen, um ein paar bunte Gemälde anzusehen. Ein freundlicher Galeriebesitzer erzählt mir, dass die Bilder von lokalen Künstlern stammen. Ich höre gespannt zu und mache einige Notizen. Nachdem ich so viel gesehen habe, gehe ich langsam zum Bahnhof zurück. Ich steige in den Bus und warte auf den Zug zurück nach Hannover. Im Zug sitze ich wieder am Fenster und schaue auf die vorbeiziehende Landschaft. Während der Rückfahrt denke ich an den schönen Tag in Lindau. Ich lese noch ein paar Seiten in meinem Buch und überfliege meine Notizen. Es ist ein ruhiger, entspannter Tag gewesen, der mir viel Freude bereitet hat. Zu Hause angekommen, parke ich mein Fahrrad. Lege ich meine Tasche ab und setze mich an meinen Schreibtisch. Ich schaue mir die Fotos an, die ich gemacht habe, und lese meine Einträge im Notizbuch. Ich schreibe in mein Tagebuch: Heute war ein wunderbarer Ausflug mit dem Zug. Ich habe Lindau besucht, eine charmante Stadt am See, die mich mit ihrer alten Altstadt und der ruhigen Atmosphäre begeistert hat.
Ich habe frische Äpfel und schöne Blumen gekauft, in einem Café entspannt und den Blick auf den See genossen. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Zugausflug und weitere kleine Abenteuer. Mit diesen schönen Erinnerungen und einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich noch einmal in Gedanken das leise Rattern der Züge und die beruhigenden Klänge der Natur. Ich träume von neuen Reisen und schönen Entdeckungen. Gute Nacht, lieber Zug. Bis zum nächsten Abenteuer. Ein Ausflug in den Botanischen Garten. Hallo, mein Name ist Julia. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in München. Heute habe ich frei und möchte in den Botanischen Garten gehen. Ich liebe Pflanzen und Blumen. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein frisches Brötchen mit Butter und Marmelade und trinke eine Tasse Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an. Ein T-Shirt, eine Jeans und bequeme Schuhe. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie, eine Wasserflasche und mein kleines Notizbuch. Ich gehe zur Bushaltestelle und steige in den Bus. Die Busfahrt dauert etwa 20 Minuten. Während der Fahrt schaue ich aus dem Fenster und sehe viele grüne Bäume und bunte Häuser. Ich höre leise Musik und freue mich auf den Besuch im Botanischen Garten. An der Haltestelle steige ich aus und gehe zu Fuß zum Eingang des Gartens. Der Eingang ist groß und modern. Vor dem Eingang stehen einige Menschen, die auch den Garten besuchen. Ich kaufe mein Ticket am Automaten. Eine Eintrittskarte kostet 5 Euro. Nachdem ich bezahlt habe, gehe ich durch das Tor. Im Botanischen Garten ist es ruhig und sehr schön. Überall gibt es bunte Blumenbeete, hohe Bäume und grüne Wiesen. Ich nehme mir Zeit und laufe langsam auf den breiten Wegen. An den Beeten rieche ich den Duft von Rosen, Tulpen und Veilchen. Ich bleibe manchmal stehen, um die schönen Farben zu bewundern und Fotos zu machen. Auf einem der Wege treffe ich einen älteren Herrn. Er sitzt auf einer Bank und liest eine Zeitung. Er lächelt freundlich, als ich an ihm vorbeigehe. Ich grüße ihn. »Guten Morgen«, er antwortet. »Guten Morgen, junge Dame.« Es ist schön, nette Menschen zu treffen. Ich laufe weiter und komme an einem kleinen Teich an. Das Wasser ist ruhig und klar. Einige Enten schwimmen im Teich und Kinder füttern sie mit Brot. Ich setze mich für einen Moment auf eine Bank nahe dem Teich. Ich trinke etwas Wasser und schreibe in mein Notizbuch: Der Teich ist sehr friedlich. Die Enten sind süß. Ich genieße die ruhige Atmosphäre. Danach gehe ich in einen anderen Bereich des Gartens. Hier gibt es einen Rosengarten. Viele Rosen in verschiedenen Farben, rot, rosa, weiß und gelb, blühen überall. Ich bleibe lange stehen und bewundere die wunderschönen Rosen. Ich mache viele Fotos und schreibe: Die Rosen sind mein Lieblingsblumen. Es ist so schön und friedlich. Im Garten gibt es auch einen kleinen Gewächshausbereich. Das Glasgebäude ist warm und feucht. Drin wachsen exotische Pflanzen und bunte Orchideen. Ich gehe vorsichtig hinein. Die Luft ist feucht und ich sehe viele interessante Pflanzen. Ein Mitarbeiter erklärt leise: Hier wachsen tropische Pflanzen, die nicht draußen leben können. Ich höre aufmerksam zu und mache Notizen. Nach etwa 2 Stunden im Garten mache ich eine kleine Pause. Ich setze mich in ein Café im Garten. Das Café hat große Fenster, durch die man den Garten gut sehen kann. Ich bestelle einen kalten Saft und ein Stück Kuchen. Während ich esse, schaue ich auf die grünen Wiesen und die bunten Blumen. Es ist ein schöner Moment. Nach der Pause gehe ich weiter. Ich laufe durch einen schattigen Teil des Gartens, wo hohe Bäume stehen. Die Vögel singen und es ist angenehm kühl. Ich sehe viele Schmetterlinge, die von Blume zu Blume fliegen. Ich fühle mich sehr frei und glücklich. In meinem Notizbuch schreibe ich: Die Natur hier macht mich sehr glücklich. Es ist, als ob die Zeit stillsteht.
Am späten Nachmittag beschließe ich, den Garten zu verlassen. Ich gehe langsam zurück zum Eingang. Draußen vor dem Garten ist die Sonne etwas tiefer und der Himmel ist leicht orange. Ich fühle mich entspannt und zufrieden. Ich steige in den Bus zurück nach Hause. Während der Fahrt schaue ich noch einmal aus dem Fenster und denke an die schönen Blumen, die grünen Bäume und den ruhigen Teich. Ich bin dankbar für diesen wunderbaren Tag. Zu Hause angekommen, räume ich meine Tasche aus und setze mich an meinen Schreibtisch. Ich schaue mir die Fotos an und lese meine Notizen. Mit einem zufriedenen Lächeln schreibe ich in mein Tagebuch: Heute war ein toller Tag im Botanischen Garten. Ich habe viele schöne Blumen und Pflanzen gesehen, nette Menschen getroffen und mich sehr entspannt gefühlt. Die Natur hat mir viel Freude und Ruhe gebracht. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Mit diesen schönen Erinnerungen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich noch einmal in Gedanken das Zwitschern der Vögel und das leise Rauschen der Bäume. Ich träume von weiteren Ausflügen in die Natur. Gute Nacht, lieber Botanischer Garten. Bis bald.